Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir dieses süße Glückswürmchen. Das ist unser Kobold und wir machen das Schritt für Schritt alles gemeinsam. Wir fangen jetzt mit dem Körper an. Das Gesicht kann jeder ja für sich selber bemalen, wie er möchte. Ich habe das mit Bleistiften gemacht und die Nase und die Augen habe ich nochmal mit einem Filzstift drauf getupft. Und in die Haare bin ich verliebt, die sind so schön. Wir häkeln das an einem Stück. Ist super einfach, geht ganz so nebenbei. Und ich zeige euch jetzt alles einmal Schritt für Schritt und wir fangen auch direkt an. Wir fangen jetzt mit dem Gelb an und machen das so, dass wir die Hälfte grün machen und die Hälfte gelb. Das erzähle ich euch jetzt alles. Wir nehmen uns die gelbe Wolle und wir fangen mit der Schlaufe an. Wir legen uns die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und zuerst häkeln wir jetzt 50 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 47, 48, 49 und 50. Jetzt haben wir hier eine Luftmaschenkette mit 50 Stück. Jetzt verbinden wir das. Wir stechen hier in die erste einfach rein, holen den Faden und ziehen einmal durch beide durch. Somit haben wir schon die Schlaufe. Jetzt fangen wir mit dem Körper an. Dafür häkeln wir jetzt mit dem Gelb erstmal noch 22 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und 22. Jetzt wechseln wir die Farbe. Wir nehmen das Grün, legen es auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch, ziehen das Gelbe fest und häkeln jetzt nochmal 22 weitere Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und 22. Somit sind wir soweit mit dem Anfang fertig. Jetzt machen wir den Körper. Dafür häkeln wir jetzt erstmal so gesehen unsere erste Schicht. Also wir nehmen uns die Wolle auf die Häkelnadel, gehen nicht in die erste, nicht in die zweite, sondern in die dritte rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen, holen den Faden durch die anderen beiden Schlaufen. Das ist unser Stäbchen und wir machen jetzt in jede Masche 3 Stäbchen. Also Faden wieder nehmen, in dieselbe Masche rein und ein Stäbchen häkeln, dann nochmal in dieselbe Masche ein Stäbchen. Jetzt haben wir 3 Stäbchen in einer Masche. Jetzt überspringen wir auch nichts und machen einfach in jede Masche 3 Stäbchen. Und bei dem Farbwechsel, da zeige ich euch nochmal, wie wir die Farbe wechseln. Und bis dahin spule ich das jetzt schnell. Und wir machen in jede Masche 3 Stäbchen. Bei dem Grün habe ich jetzt soweit alle Stäbchen reingemacht. Jetzt brauchen wir den gelben Faden. Wir tun es auf die Häkelnadel, ziehen es einmal durch Grün, ziehen das Grüne fest und jetzt machen wir ganz normal weiter. Also wieder direkt in das nächste ein Stäbchen. Und in dieselbe Masche noch weitere 2 Stäbchen, so dass wir weiterhin 3 Stäbchen in einer Masche haben. Und das machen wir jetzt auch weiter, bis wir an der Schlaufe angekommen sind. Und dann fangen wir mit der zweiten Runde des Körpers an.
Wir sind jetzt mit der ersten Runde fertig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich auch so lassen. Und wir sind jetzt hier bei der Schlaufe angekommen. Jetzt machen wir diese zweite Runde, damit das so dicker und zapfenförmig wird. Dafür machen wir ganz normal mit dem Gelben weiter. Und zwar drehen wir das jetzt so, dass wir jetzt linksrum hier weiter häkeln. Die Maschen sind ja gut zu erkennen. Wir fangen an mit 3 Luftmaschen und machen dann wieder 3 Stäbchen in die nächste. Also in die nächste 3 Stäbchen. Dann in die nächste Masche machen wir eine Kettmasche und auf diese Kettmasche jetzt wieder 3 Luftmaschen. Dann Faden nehmen, in die nächste wieder rein, 3 Stäbchen. In die nächste Masche eine Kettmasche. Dann direkt 3 Luftmaschen und das gleiche die ganze Reihe lang, bis wir jetzt wieder bei Grün angekommen sind. 3 Stäbchen in die nächste, eine Kettmasche, dann 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen, eine Kettmasche, 3 Luftmaschen, bis wir bei Grün angekommen sind, und dann zeige ich das nochmal mit dem Farbwechsel, und das machen wir jetzt erstmal mit dem Gelb im Schnelldurchlauf. Die gelbe Seite habe ich schon mal soweit fertig gehäkelt. Jetzt wechseln wir wieder zu Grün. Wir nehmen den Faden, legen es auf die Häkelnadel, ziehen einmal durch, ziehen Gelb fest und machen jetzt hier 3 Luftmaschen und einfach ganz normal weiter wieder. Hier direkt in die nächste grüne, wieder 3 Stäbchen. Eine Kettmasche in die nächste, 3 Luftmaschen und so weiter, bis wir am Ende jetzt von dem Grün wieder angekommen sind. Und dann drehen wir das nur noch zurecht und sind dann mit dem Körper soweit schon mal fertig, machen dann nur noch die Haare. Die machen Spaß und das geht wirklich super einfach und an einem Stück, das zeige ich euch gleich. Wir nähern uns hier dem Ende. Ich mache hier noch meine letzte Kettmasche. Dann mache ich hier noch an die Spitze eine feste Masche. Die Fäden können wir jetzt abschneiden. Auch das Gelbe aus der Mitte. Das ziehen wir hier einmal raus. Und jetzt sieht es erstmal so aus. Wir müssen das erstmal ordentlich eindrehen. Dafür fange ich hier unten an. So, ich habe schon mal grob eingedreht und jetzt
Hier unten drehe ich das ein bisschen fester. Die Fäden müssen wir gleich einmal vernähen. Und die Spitze hier noch ein bisschen fester. Und so sieht es jetzt schon mal aus. Ich finde das wirklich immer wieder hübsch, diese Form. Und jetzt erstmal zwischendurch einmal die Fäden vernähen. Dafür tue ich die Fäden immer auf eine Vernähnadel und vernähe das oder drehe das hier zwischendurch ein. Oder manchmal verknote ich auch welche zusammen und dann kurz abschneiden. Dann machen wir gleich einmal die Haare. So, in der Zwischenzeit habe ich meine Kugel bemalt, einfach hier nur mit 2 Buntstiften und so 2 Filzstiften. Und das Weiße in den Augen habe ich einfach aus 2 kleinen Mini-Papierschnipseln raufgeklebt. Da braucht ihr jetzt auch nicht unbedingt einen weißen Stift, aber kann man natürlich auch machen. Und jetzt fangen wir endlich mit den Haaren an. Dafür nehmt ihr euch eure Wolle, tut es auf die Häkelnadel, einmal drehen, einmal durchziehen und zuallererst häkeln wir jetzt erstmal 50 Luftmaschen. 1, 2, 3. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wir die Haare machen. Und zwar geht das so: Ihr zieht einmal die Wolle so ungefähr lang. Ich kann euch das auch einmal abmessen. Also so ungefähr 12, 13 cm lang. Ihr könnt sie natürlich auch kürzer oder länger machen, das ist ganz euch überlassen. Und dann müssen wir das jetzt eindrehen. Und ich habe jetzt viele verschiedene Zahlen ausprobiert und das Beste, finde ich, sind 25 Umdrehungen. Das heißt, wir drehen das einfach so, bis wir das 25 Mal gedreht haben. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wir haben das jetzt 25 Mal eingedreht und jetzt stechen wir einfach in die nächste freie Masche rein, holen den Faden, ziehen auch den Faden hier bei dem anderen durch und machen eine feste Masche bzw. eine Luftmasche und dann haben wir hier unsere erste Locke schon. So nenne ich das mal jetzt. Und das geht jetzt ganz normal so weiter. Also wieder lang ziehen, 25 Mal drum wickeln. ...25 Mal wieder umgedreht, dann in die nächste Masche rein, Faden holen, auch hier durch, eine Luftmasche häkeln und unsere Locke hier einmal schön eindrehen. Und das war's auch schon. Das machen wir jetzt diese ganze Luftmaschenkette entlang, bis wir am Ende angekommen sind. Und dann zeige ich euch, wie wir das befestigen und wie wir das ordentlich eindrehen nochmal. Wieder 25 Umdrehungen gemacht, in die nächste freie Masche rein, Faden durch beide durch, eine Luftmasche und die Locke einmal schön machen. So. Und so wird das jetzt gemacht. Das machen wir jetzt, wie gesagt, die ganze Reihe entlang, bis wir am Ende angekommen sind. Und dann drehen wir das alles zurecht und befestigen das. Das zeige ich euch gleich alles. So, ich bin jetzt hier am Ende angekommen. So sieht es jetzt erstmal aus. Und jetzt können wir den Faden abschneiden. Einmal rausziehen. Verknoten die letzten beiden Fäden. 2. Und jetzt drehen wir uns das einmal so zurecht, dass es
fast gerade ist. Also nicht, dass es gerade ist, aber dass wir hier die richtige Seite entlang der Luftmaschenkette einmal so zurechtdrehen. So, so sieht es jetzt aus. Und jetzt nehmen wir uns hier einmal den Anfang und drehen es so ein. So. So sieht es jetzt aus. So kommt es gleich auf den Kopf. Dann haben wir hier diese beiden Fäden. Die würde ich auch ungefähr so lang lassen, damit wir das halt durch den Kopf kriegen und auch festmachen können. Ich tue mir die zwei Fäden jetzt erstmal auf eine Vernähnadel. Dann können wir hier einmal durch alle durchgehen, damit sich das nicht so löst. Und jetzt nehmen wir unsere Kugel, gehen hier oben einmal rein. So. Und dann gehen wir hier auch durch den Körper einmal rein. Ziehen es hier durch. Dann ziehe ich das ein bisschen fest und verknote das hier. Schneide den Faden kurz. Das sieht man sowieso nicht darunter. So, jetzt fehlt noch die Schlaufe. Da gehen wir hier einmal durch die Haare und durch die Kugel durch. Legen uns die Schlaufe auf die Häkelnadel und ziehen es einmal durch. Dann haben wir auch noch mehr Stabilität und ihr könnt hier auch jetzt noch mal einen Knoten ranmachen. Knoten schön weit nach unten. Und so sieht jetzt das fertige Ergebnis aus. Beide hier nochmal im Vergleich. Die weißen Punkte im Auge machen auch viel aus, finde ich. Das werde ich wohl nachher auch noch einmal dran machen. Ansonsten haben wir das jetzt gemeinsam Schritt für Schritt gehäkelt. Ihr wisst jetzt auch, wie man diese wunderschönen Haare machen kann. Ihr könnt das natürlich auch auf eure Art und Weise befestigen, damit es noch ein bisschen stabiler oder fester ist. Die Holzkugel hat um die 40-50 mm ungefähr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilt es gerne, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Bis dahin.